Es ist wieder was passiert und deswegen wieder ein Video aus dem Urlaub. Es hört nicht auf. Es gibt ein neues Modell von OpenAI und noch wichtiger, es gibt ein neues Feature von OpenAI, das nennt sich Deep Research. Nein, ihr habt nicht falsch gehört, nicht DeepSeek, Deep Research. Über DeepSeek reden wir auch noch, aber es ist viel spannender, was hier gerade passiert. Und deswegen steigen wir heute ein in das Thema von einem Agent, der euch die Research-Arbeit abnimmt. Next Level. So, für alle, die jetzt sagen, habe ich noch nie gehört, ich kann euch beruhigen, ich bin heute Morgen aufgewacht und dachte, das kann nicht wahr sein, es gibt schon wieder ein Update von OpenAI, denn die KI-News reißen nicht ab. Das nennt sich Deep Research. So you start up with a question and you might not know anything about it. And then you put your researcher's hat on and you're like, let me think about this a bit more. Where can I go look? Die haben das vorgestellt mit einem Team aus Japan, die dort waren. Warum ist das so interessant und was ist das? Also, es handelt sich nicht um ein neues Modell, aber es benutzt ein neues Modell von OpenAI. So, aber das ist tatsächlich so. Deep Research ist ein Agent. Das, was ich euch schon mal geteilt habe, nämlich wie Operator oder auch andere Agents, also eine KI, die Aufgaben für euch übernehmen kann, die mehrere Schritte brauchen. Das heißt, die Dinge tun kann. Diese KI hier kann ganz konkret im Internet recherchieren. Und jetzt sagt ihr so, hä, aber das konnte doch Operator auch und Perplexity auch. Warum ist das jetzt so besonders? Und genau das schauen wir uns jetzt mal an. Das ist schon ziemlich geil. Was macht das Ding jetzt ganz genau, wenn man davor sitzt? Und das ist relativ wichtig zu verstehen. Der heilige Gral der KI ist, wenn eine KI nicht sofort antwortet, sondern Zeit hat zum Nachdenken. Das nennt man Reasoning. Das ist auch das, was momentan so durch die Presse geht mit den verschiedenen Modellen. Das Reasoning-Modell oder die Familie der Reasoning-Modelle von OpenAI sind die O1 und O3-Modelle. Was jetzt aber Deep Research macht, ist, das Modell hat eine längere Latency bekommen, also hat mehr Zeit bekommen zum Nachdenken. Denn je mehr es recherchieren kann und je länger das nachdenken kann und je mehr es diese Ergebnisse überarbeiten kann, desto besser die Ergebnisse. Also stellt euch vor, ihr gebt jemandem einen Suchauftrag und sagt, pass mal auf, recherchiere mir mal alles darüber zusammen im Netz, was du finden kannst. Das heißt, das Tool geht autonom in einem längeren Zeitraum bis zu 30 Minuten, und das ist viel für eine KI, über diverse Seiten und Quellen, nimmt sich PDFs, Bilder, Tabellen, Daten und so weiter. Das ist das, was Deep Research macht. Und ihr seht, während es arbeitet, was für Schritte es vollzieht. Also ihr könnt quasi die ganzen Denkschritte sehen und schreibt euch einen wirklich richtig langen, richtig guten Report. Das ist das, was Deep Research macht. In der Vorstellung haben sie erklärt, dass Deep Research auf O3, also der O3-Familie basiert. Warum? Weil sie hier ein wirklich tiefes Reasoning ermöglichen. Was im Hintergrund passiert, und das ist nicht ganz unwichtig, ist, das Modell greift, oder der Agent, besser gesagt, in dem Fall greift auf das Modell O3 zurück, also das Modell von OpenAI, was wirklich gut ist im Reasoning, was es auch so noch nicht frei verfügbar gibt. Es gibt momentan nur O3 Mini und O3 Mini High, mache ich zu einem anderen Zeitpunkt. Die O-Familie, also O1 und O3, sind die mehrere Schritte durchdenken können. Und O3 ist besonders gut da drin, zu merken und auch besser zu werden, wenn es merkt, okay, ich habe hier was gefunden, wie ordne ich das ein, wie gehe ich damit um, das sehr, sehr schnell zu tun und dadurch vielleicht auch anders zu recherchieren. Und das ist das Besondere. Und OpenAI hat das Modell tatsächlich besonders gefeintuned auf Internetrecherche, also auf die Recherche, die man noch klassischerweise dann tut, und relativ viele Dinge getan, damit das perfekt optimiert wird. Und das finde ich recht bemerkenswert, denn das halte ich für einen Trend, den wir sehen werden, dass Modelle gefeintuned werden, bestimmte Dinge zu tun. Deswegen drehe ich auch nicht über diesen DeepSeek-Hype durch, der total richtig und berechtigt ist, aber wir werden eine Vielzahl an Modellen sehen, die dafür angelegt werden, feingetuned zu werden für bestimmte Aufgaben. Und eine solche Aufgabe sehen wir hier. Das heißt, mit Deep Research haben wir es mit einem Produkt zu tun, mit einem Agent, den ich definitiv täglich benutzen werde. 2 Use Cases, die ich direkt selber probiert habe. Wir sind noch im Urlaub, wir haben aber hier letzte Woche tatsächlich an einem neuen Blackboard-Produkt gearbeitet. Das gehört zu unserer Blackboard Academy, wo wir die AI-Trainings ja auch schon jetzt längere Zeit anbieten, aber es wird weitere geben. Und weil es eben sehr viele verschiedene gibt, wollte ich bei einem der spezifischen Trainings schauen, ein besonderes, wir nennen das Arbeitstitel AI Elite, also quasi Leute, die wirklich so Next Level KI sein wollen. Bevor ich es vergesse, apropos AI Elite, wir bilden bei Blackboard auch aus mit Herting zusammen zum AI Officer. Und da gibt es jetzt neue Termine, weil die gut ausgebucht waren. Die findet ihr auf ai-officer.io. Das sind die Ausbildungen und Zertifizierungen, die es braucht, denn die EU verlangt ab Ende Februar
Februar, dass Maßnahmen getroffen werden in den Unternehmen, wenn ihr KI einsetzen wollt. Mit dem Gutscheincode YouTube150 bekommt ihr 150 € Rabatt auf die Anmeldung. Jetzt geht's weiter. Bei dem Training wollte ich eine tiefere Recherche. Perplexity kam an die Grenze, ich hatte nicht genug Zeit, wir wollten auch sowieso runter an den Strand. Das Ding habe ich jetzt losgeschickt und hatte in 30 Minuten einen komplett fertigen Report, der deutlich tiefer ging, über deutlich mehr Quellen und auch mit besseren Fragen zurückkam. Wo ich gesagt habe, okay, vielleicht tweake ich das nochmal in eine andere Richtung. Also ganz klassische Product Research, die typischerweise ich habe eine erste Idee und ich würde jetzt immer O1 zum Beispiel nehmen, um meine Idee zu brainstormen und zu sagen, hier, das macht meine Firma und so weiter, jetzt brainstormen wir die Idee. Und dann würde ich eine Research-Frage formulieren und die gebe ich dann an Deep Research und füttere den Report wieder zurück in meinen Brainstorming-Chat von O1. Das ist mein erster Use Case. So, weil es sich da um einen internen Case bei uns handelt, kann ich euch da die Details nicht zeigen, aber ihr seht hier ein paar Beispiele, die OpenAI auch präsentiert hat. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, wenn man es eben selber ausprobiert, ihr bekommt wirklich einen ellenlangen Report. Also es handelt sich um einen richtigen, echten Report, den man normalerweise bekommen würde und nicht um eine kurze Rückmeldung. Das heißt, euer Prompt muss auch gut sein, deswegen kommt ja auch die Rückfrage für quasi klärende Fragen. Der zweite Case, den ich habe, der ist strategischer. Also angenommen, ihr habt ein Unternehmen und ihr habt einen Business Case und ihr wollt jetzt vielleicht mal das Ding für dieses Jahr auf die nächste Ebene bringen. Und ihr sagt, Mensch, was könnten überhaupt mal kritische Fragen in meiner Branche sein? Und habt vielleicht keine Idee? Dann nehmt ihr O1, ganz einfach O1 und sagt, hier ist mein Business Case, alles, was ich dieses Jahr gerechnet habe. Was ist die kritischste Frage in meiner Branche, an der ich arbeiten sollte? Die nehmt ihr rüber in Deep Research, stellt diese Frage, bekommt eine Rückmeldung für klärende Fragen und lasst dann einen Report dazu generieren. Mir gefallen schon die Beispiele, die OpenAI genannt hat mit, hey, ich will zum Beispiel eine neue Kamera kaufen, kannst du mal ein Research machen über alles, was du findest und ihr bekommt wirklich einen Report. Das ist natürlich für Leute, die sagen, hey, für mich ist das super wichtig, im Detail zu recherchieren. Aber das, was man strategisch damit machen kann, und das ist ja erst der Anfang, das ist für mich ganz klar Next Level. Jetzt reden wir von echter strategischer Arbeit, wo man sagen kann, okay, mit der kann ich wirklich was anfangen. Und denkt dran, es ist nicht ein komplett neues Modell, sondern hier wurde, und das ist der entscheidende Punkt, ein Modell fein getuned für diesen Zweck. Und das halte ich für einen großen Trend in diesem Jahr und stelle mir eben auch vor, und das war so ein letzter Satz, den Sie gesagt haben, dass man das auch irgendwann für eigene Daten verwenden kann. Und ich habe natürlich sofort im Kopf, dass ich denke, boah, krass, was ist, wenn wir das irgendwann mal anschließen können an eine CRM-Datenbank, an vielleicht unsere Dateien und ähnliches. Also Dinge, die jetzt schon gehen mit Suche, aber auf einmal kann ein Reasoning-Tool ein Task vollziehen, dem ich klassischerweise jemandem gegeben habe, wo ich gesagt habe, hier, mach dir mal eine Platte, wie könnte unser neuer Pitch aussehen? Oder ich überlege mir eine Kampagne für alle Kunden, die mal das und das gekauft haben und geht dann da durch. Denkt dran, es passiert völlig autonom. Wie komme ich da jetzt ran? Und das Spiel kennt ihr schon. Das Ganze ist sehr compute-intens. Das bedeutet, OpenAI beginnt typischerweise bei den Pro-Usern und rollt dann auf Plus und Teams und Enterprise aus. Es lohnt sich, wenn man sagt, hey, ich will das neueste, beste Produkt und dranbleiben an dem Thema. Und es ist, nein, kein Vergleich mit billigeren Modellen. Es handelt sich hier um ein neues Produkt. Also Agents sind dann eben immer kombinierte Features von einem geilen Produkt. Also Pro-Account, dann könnt ihr genau wie Operator, das was ich geteilt hatte, auch jetzt Deep Research benutzen und ausprobieren. Das war mein erster Blick auf Deep Research. Mich würde interessieren, wie findet ihr die extrem rasante Entwicklung, die mittlerweile schon Züge angenommen hat, dass selbst ich sage, boah, das ist jetzt echt alles ganz schön schnell, zumal diese Agents auch schon krasse Sachen machen können. Und ihr kennt mich, ich bin immer Tech-positive, ich bin immer Blick nach vorne, aber gefühlt ist das jetzt die exponentielle Kurve, auf der wir drauf sitzen und ich finde es auch ganz schön krass. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr hier dabei seid und das mit mir diskutiert, denn wir tun das wieder in ein paar Tagen und ich komme mit dem nächsten Thema. Es ist wieder einiges passiert, das habt ihr mitgekriegt und ich werde dazu ein Video machen. Insofern danke fürs Zuschauen und sehen wir uns in ein paar Tagen.